Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute vereine ich einen Apfelstrudel mit einem Käsekuchen. Dieser saftige, fruchtige Käsekuchen könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal das Rezept in Ruhe nachlesen, sowie die Zutatenliste. Als allererstes rösten wir 100 Gramm gehackte Nüsse erstmal an, ohne Öl. Die angerösteten Nüsse, ihr könnt jetzt entweder Haselnüsse verwenden oder auch Mandeln, stellen wir so lange zur Seite. Eine Springform mit Backpapier auslegen und die Ränder mit Butter einfetten. 3 Äpfel, die werde ich erstmal schälen und schneiden. Wir benötigen den Saft einer Zitrone und den geben wir über die Äpfel. Dann vermengen wir das. Hier habe ich selbst eingelegte Rumrosinen. Dann nehmt ihr einfach Rum, gebt Rosinen hinein und füllt dieses auf, bis alle Rosinen mit Rum bedeckt sind. Und das Ganze bewahre ich einfach im Kühlschrank auf. Und immer wenn ich welche brauche, dann habe ich sie zur Hand. Also 3 Esslöffel. 1. Und einen Esslöffel Rum geben wir auch noch dazu. Da gieße ich jetzt einfach wieder auf. So. Gebe einen Deckel drauf. Und so bewahre ich das im Kühlschrank auf. Jetzt kommen unsere vorbereiteten Nüsse hinein, die 100 Gramm, die ohne Fett angeröstet worden sind. Ihr könnt auch statt Haselnüsse Mandeln verwenden. Das Ganze vermengen wir. Das stelle ich so lange zur Seite. Dann benötigen wir 3 Eier. Die trenne ich. Das Eiweiß schlagen wir mit einer Prise Salz steif. Das Eigelb schlagen wir jetzt mit 80 Gramm Zucker. Schaumig. In das aufgeschlagene Eigelb kommen jetzt 200 Gramm Schmand, 500 Gramm Magerquark, und 200 Gramm Frischkäse. Ich spare jetzt 20 Gramm Zucker und gebe dafür 5 Tropfen aromatisierten Süßstoff hinein mit der Geschmacksrichtung Cheesecake. 5 Tropfen. 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt optional. Wenn ihr dieses nicht möchtet, gebt ihr einfach 20 Gramm mehr Zucker hinein. Schmand, Quark und Frischkäse werden jetzt mit der Eimasse verrührt. In die Masse kommt jetzt noch 50 Gramm Speisestärke und circa 1 Teelöffel Zitronenpaste. Dann verrühren wir alles noch mal kurz, bis es eine schöne Creme ergibt. Und dann kommen noch unsere vorbereiteten Äpfel dazu. Die heben wir jetzt unter. Und zu guter Letzt heben wir noch den Eischnee darunter. Den Eischnee nach und nach hineingeben und nicht alles gleich auf einmal. Vorsichtig unterheben.
Die Creme ist jetzt fertig und kommt jetzt in unsere vorbereitete Springform. Einmal verteilen. Den Apfelstrudel-Käsekuchen geben wir jetzt in den Backofen. Entweder bei Ober- und Unterhitze bei 180 Grad oder noch besser bei 160 Grad Umluft. Das sind 20 Grad weniger, also sparen wir uns Strom und Energie. Die Springform stellen wir auf die letzte Schiene, darunter das hohe Backblech mit Wasser. Im Backofen herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit, das hilft, dass der Käsekuchen nicht so viel reißt. Die Backzeit beträgt zwischen 60 und 80 Minuten. Den fertig gebackenen Käsekuchen stellen wir dann auf ein Abkühlgitter. Macht eine Stäbchenprobe und schaut, ob noch Teig kleben bleibt. Bei mir ist er jetzt fertig. Nach 5 Minuten nehmt ihr die Springform ab und lasst ihn einmal komplett auskühlen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr ihn dann später noch mit Puderzucker bestreuen. Der Apfelstrudel-Käsekuchen ist sehr cremig, saftig und nussig und mit den Rumrosinen schmeckt es richtig lecker. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch statt Puderzucker Zimt drüber streuen. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Selbstmacht. Servus!